Hallo ihr Lieben, willkommen bei Sohalt und schön, dass du eingeschaltet hast. Es geht hier heute um die Föhn-Rundbürste 2 in 1 sozusagen. Ein Föhn im Inneren, eine Bürste außen. Man spart sich eine Hand. Hast du dir nicht auch schon mal gewünscht, dein Styling wie beim Friseur hinzubekommen? Das ist mein Ergebnis mit der Bürste. Ich bin super zufrieden. Wenn ich vom Friseur komme, sieht es eigentlich auch nicht besser aus. Und darüber bin ich jetzt sehr froh. Ich möchte euch die Bürste zeigen, nicht weil ich dafür Geld kriege oder weil ich irgendwie dafür vergütet werde. Ich habe die Bürste auch nicht geschenkt bekommen zum Geburtstag, aber nicht von Revlon. Ich möchte euch die einfach zeigen, weil ich sie toll finde und weil ich euch ein kleines Tutorial geben möchte und das Ergebnis auch vorfinden will. Und ich möchte gleich mal sagen, es tut mir leid, dass so lange kein neues Video mehr von mir kam. Ich hatte ziemlich viel Stress. Und Videos machen macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich habe auch eine Liste von so vielen tollen Themen, die ich noch mit euch hier besprechen will. Und es wird jetzt wieder hoffentlich wöchentlich, regelmäßig ein Video hier auf diesem Kanal geben. Also schaut öfters mal vorbei. Ich finde, es sieht wirklich schön aus, wie frisch vom Friseur. Die Haare glänzen wundervoll. Also das heißt, die Struktur ist total schön geglättet und das Handling ist sehr einfach. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ich es mache, Schritt für Schritt und dann auch einen Vergleich bieten. Diese beiden Seiten habe ich auf 2 verschiedene Arten geföhnt. Lasst euch überraschen und bleibt dran. Viel Spaß bei dem Video. Ich benutze hier die Föhnbürste von Revlon. Die gibt es auch in einer Billigversion. Dazu, also die wollte ich mir nicht wünschen, dazu wollte ich nicht greifen, denn viele haben gesagt, die stinkt ziemlich. Zu der hier kann ich gleich schon mal vorweg sagen, man riecht gar nichts, das riecht nicht nach Plastik. Es ist wie ein normaler Föhn, also man hat wirklich keinen Geruch, außer vielleicht von dem Haarprodukt, das man gerade verwendet. Ansonsten riecht hier nichts. Sie wird auch hier unten gar nicht heiß, da kann man es die ganze Zeit anlangen. Hier unten kann man drehen und macht sie dadurch an und aus. Das ist sehr easy dann in der Bedienung. Und hier vorne, das ist super praktisch, hat sie nochmal so einen kleinen Knauf, wo man fassen kann, wenn man die Haare eindringen will zum Beispiel. Also da muss man das nicht mit einer Hand alles machen, sie ist ja doch sehr groß, sondern man kann es mit 2 Händen machen und kann es schön anlangen. Sie ist riesig. Das ist meine ganze Kopfbreite. Eigentlich passt die ganze Breite an Haaren, passt hier einmal drauf und das genieße ich sehr, weil dadurch geht es einfach schneller. Ich habe mir noch nie die Haare eingeklemmt, eingezwickt oder irgendwie verfilzt, dass die Bürste drin hing und ich sie nicht mehr rausgekriegt habe. So war das ja früher bei solchen Bürsten gerne mal. Aber hier ist es nicht so. Hier sind einzelne kleine Kunststoffhärchen an diesen Kämmen sozusagen. In der Mitte nicht, aber außen. Das kämmt die Haare schön durch, das macht sie glatt. Ja, und verfilzt ist mir nichts. Sie föhnt ja von innen nach außen, das heißt, es kann auch nicht passieren, dass man die Haare da rein föhnt. Das war ja früher so, wenn man mit Föhn und Rundbürste gearbeitet hat und man dann mit dem Föhn auf die Rundbürste geht, dann hat es die Haare ja in die Ritzen der Rundbürste reingezogen. Ja, das ist natürlich ein großer Fail, weil dann kriegt man sie nicht mehr da raus. Und hier ist es nicht so, das kann nicht passieren. Sie bläst von innen nach außen, also die Haare werden immer weggeblasen von da. Gleichzeitig hat sie eine Ionentechnologie mit drin, das heißt, gerade im Winter, wenn man oftmals zu fliegenden Haaren neigt, wenn man Wollpullis trägt oder so, dann verhindert sie das, weil die Haare ionisiert werden. Sie sind nicht mehr statisch aufgeladen. Es bringt quasi Ionen aufs Haar, die hier einfach die negative Ladung der Haare verhindern. Sie fliegen nicht mehr. Das siehst du jetzt auch, die sind schön glatt, obwohl ich einen Wollpulli anhabe. Hier passiert gar nichts, sie fliegen nicht und sie sind einfach schön kompakt in ihren Strähnen, wie sie sein sollen. Und wir legen jetzt mal los mit dem Tutorial. Viel Spaß dabei. Für gewöhnlich mache ich nach dem Duschen oder nach dem Haarewaschen so ein Trocknungshandtuch drauf. Einfach, dass die Haare aufgeräumt sind. Und dass das Handtuch dann doch nochmal ein bisschen Feuchtigkeit aufsaugt. Sie also nicht so ganz klitschnass sind, bevor ich sie bearbeite. Ja, und dann schauen sie halt so aus, wie nasse Haare aussehen, ganz fürchterlich. Und man muss sie erstmal durchkämmen normalerweise. Diese 2 in 1 Föhn Rundbürste kämmt ja gleichzeitig, das heißt, das spare ich mir jetzt. Und ich möchte euch jetzt 2 Varianten zeigen. Oder beziehungsweise das möchte ich auch selber ausprobieren, ob das einen Unterschied macht tatsächlich. Auf der einen Seite werde ich die Haare schön einteilen und Schicht für Schicht mit der Bürste trocken föhnen und stylen und auf der anderen Seite mache ich es kreuz und quer und so, wie sie gerade kommen.
Jetzt erstmal mache ich mir dafür den Scheitel richtig. Das mache ich am liebsten immer mit so einem Stielkamm, weil man dann total schön exakt die Linie hinbekommt. So, die Seite mache ich als zweites. Das ist die, die ich dann einteilen will. Die packe ich jetzt erstmal beiseite. Dazu habe ich solche Haarklemmen. So, und jetzt kümmere ich mich um die Seite, die ich jetzt so wild bearbeiten will. Was ich immer zuerst mache, ich gebe mir Hitzeschutz drauf. Also ob ich jetzt föhne oder die Bürste verwende oder ein Glätteisen, das ist völlig egal. Und ups, als zweites gebe ich mir auf den Ansatz so ein Booster, dass ich mehr Volumen habe. Das ist aber jetzt auch ganz egal, wie man arbeitet. Die Bürste funktioniert wirklich sehr easy. Es gibt hier 3 Einstellungen. Hallo, wann wird's scharf? Also, sie ist jetzt auf 0. Dann gibt es hier dieses Eiszeichen, das heißt, sie föhnt kalt. Es gibt die erste Stufe für mittlere Hitze und die zweite Stufe für starke Hitze. Ich arbeite immer, wenn ich trocken föhnen will, einfach mit der zweiten Stufe. Da hat sie auch mehr Power. Ich zeige euch das einmal. Das ist jetzt die erste Stufe und das ist die zweite. Gut, und die wilde Seite, da gehe ich wirklich kreuz und quer einfach durch. Ich teile sie mir nicht ein. Ich möchte Zeit sparen natürlich und wir schauen jetzt auch mal, wie lange ich brauche, sie jetzt hier trocken zu föhnen und gleichzeitig mit der Rundbürste schön zu stylen. Los geht's! So, fertig mit der ersten Seite. Sie ist jetzt trocken. Ich bin ein paar Mal hier hinten noch drüber gegangen, weil da das Problem ist, dass hier die beiden Haarseiten aneinandertreffen. Und da hinten, ich drehe mich einmal, hier quasi sie noch ein bisschen feucht waren von der anderen Seite, weil die auch ein bisschen rüberstrahlt. Aber ich denke, also trocken sind sie auf jeden Fall. Gut gestylt eigentlich auch. Also sie fallen eigentlich ganz schön. Sehen auch wirklich schön smooth aus. Ja, da ist es vielleicht noch nicht ganz trocken. Da gehe ich jetzt gleich nochmal drüber. Wie lange ich gebraucht habe, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe hier keine Uhr stehen. Ich schaue beim Video nach, wenn ich es schneide und blende euch die Zeit mal oben ein, wie lange das jetzt gedauert hat. Was ich gemerkt habe schon, ich musste ein paar Mal hier nochmal unten drüber gehen. Also es ist wahrscheinlich einfacher, man teilt sie sich in Abschnitte ein. Aber insgesamt ist der Umgang mit der Bürste extrem einfach. Man spart sich, man spart sich ja eine Hand. Sonst hat man immer Bürste und Föhn in der anderen Hand und so habe ich wirklich beides in einem und die gleitet super schön und soft durch die Haare. Sie bleibt gar nicht hängen. Ich kann die einrollen, ich kann sie wieder rausziehen und dadurch kriege ich natürlich auch einen schönen Schwung in die Spitzen, den man nur so
mit Föhn und Rundbürste hinkriegen kann. Hier habe ich 2 in 1 und also ich bin super glücklich mit dieser Bürste, schon allein deshalb, weil ich mir dadurch extrem viel Arbeit spare. Sonst habe ich mir aus Zeitgründen oft die Haare nur so geföhnt, ohne Rundbürste. Und hier hat man ja eine sehr große und kriegt halt immer ein gutes Styling hin. Und Föhnen ohne Rundbürste macht dir krusselige Spitzen, macht dir wirklich keinen Schwung in die Haare und schon gar keinen, also Volumen vielleicht schon, aber dann leidet auf jeden Fall die Optik drunter. So, jetzt gehen wir mal zur zweiten Seite. Die werde ich mir erstmal in Abschnitt teilen, dann werde ich meinen Hitzeschutzspray drauf geben. Diese Klemmen hier sind super praktisch dafür. Achso, die sollte ich aber wegklemmen. Also die sind super praktisch, um hier gleich Partitionen zu machen. Weil ich mit der Spitze die Haare teilen kann. Dann kriege ich einen Abschnitt, den ich bearbeiten kann und gebe mir da jetzt Produkt drauf. Und so mache ich es Abschnitt für Abschnitt. Und zwar arbeite ich mich da von unten nach oben logischerweise, weil ich dann immer die Haare, die fertig sind, nach unten fallen lassen kann. So macht es der Friseur auch. Und wir schauen uns mal, wie es hier klappt. Für das Ansatzspray ist es natürlich, das soll man ja immer auf den Ansatz machen, immer besser. Man teilt es, denn dann komme ich auf den Ansatz an verschiedenen Höhen der Haare. Das ist schon mal ein Vorteil. Hier musste ich jetzt wirklich auf Stufe 1 gehen, weil es mir sonst zu heiß geworden ist. Hier bin ich schon sehr nah an der Kopfhaut. Und die erste ist trocken. Die hat auch jetzt schon ein richtig schönes Volumen bekommen, dadurch, dass ich sie ja als dünne Strähne gut aufdrehen konnte auf den Lockenstab oder auf die Rundbürste. Hier müsste man ja eigentlich eher von Ovalbürste sprechen. So richtig rund ist sie nicht, aber dafür hat sie einen sehr großen Durchmesser. Ready mit dem Föhnen. Beide Seiten jetzt mal im Vergleich. Was ich jetzt noch machen muss, weil ich die andere Seite weggesteckt hatte. Ich muss noch mal hinten quasi hier die zusammennehmen und hier in der Mitte nochmal föhnen, wo ich jetzt nicht so gut hingekommen bin. Das ist noch nicht ganz trocken, aber insgesamt ging es ja mal darum, die Haare zu föhnen, also trocken zu föhnen und gleichzeitig mit der Rundbürste zu arbeiten. Der Vergleich von den beiden Seiten, also den seht ihr jetzt da. Das Ergebnis, urteilt mal selber, welche Methode ihr jetzt besser findet. Einfach wild drauf los zu föhnen und zu bürsten oder wirklich
so in Sektoren abzuteilen. Ich erzähle mal von meinem Empfinden jetzt gerade. Ich finde es einfacher in Sektoren abzuteilen, weil dann habe ich den ganzen Sektor und kann den auf einen Schlag trocken föhnen. Das passt ja komplett um die Bürste rum, weil die so riesig ist. Also ich kriege ja hier wirklich so einen ganzen Sektor so drauf. Ja, und das ist natürlich also schon ziemlich beeindruckend und toll. Und ich weiß nicht, ob ich mir Zeit gespart habe. Ich glaube, beide Seiten haben ungefähr gleich lang gedauert, tatsächlich trocken zu föhnen. Ich bin mit dem Ergebnis super zufrieden. Das ist nicht das erste Mal, dass ich sie jetzt verwende. Ich wusste schon, dass ich sie gut finde, sonst hätte ich sie euch nicht gezeigt. Ich finde, es macht einen tollen Schwung. Ich finde, es macht einen tollen Glanz auch auf die Haare. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, bei blonden Haaren überhaupt Glanz hinzukriegen. Den kriegt man nur, wenn tatsächlich die Haarstruktur schön glatt ist. Und das wiederum kriegt man nur hin, wenn man mit der Rundbürste föhnt und nicht, wenn man einfach nur mit Fingern und Föhn drüber geht, weil dann wird die Oberfläche rau, die Haare wirken struppig und matt. Ja, demnach von mir mein Fazit: Ich liebe diese Bürste. Ich verwende sie jetzt wirklich nur noch zum Trockenföhnen. Mein Föhn hat ausgedient. Das ist tatsächlich so. Außer ich will mir mal meine Wimpernzange anföhnen. Dann nehme ich noch den alten Föhn, mache sie warm, dass die Wimpern einfach besser oben halten. Und ansonsten nehme ich nur noch diese Bürste. Hat einer von euch die Bürste schon mal ausprobiert? Habt ihr Erfahrung damit? Dann interessiert mich das sehr. Schreibt es mir mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber habt, wie ihr sie findet, wie ihr klarkommt und so weiter. Wenn ihr Fragen habt, beantworte ich die natürlich auch gerne. Schreibt sie mir in den Kommentaren rein. Und ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du ihm einen Daumen nach oben gibst. Wenn nicht, dann nicht. Damit ich weiß einfach, soll ich mehr solche Videos machen oder eher nicht. Wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, dann tu das gleich jetzt, abonniere mich kostenlos und dann wirst du kein Video mehr verpassen und meinen Kanal unterstützen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Tschüss!